Hallo, ich bin hier in Mexico City und zu meiner riesengroßen Überraschung sehe ich hier einen Tesla-Shop. Das hat mich natürlich interessiert und ich habe einige Fragen gestellt, worum es hier eigentlich geht. Also dieser Laden hier wurde im Dezember 2016 eröffnet und seitdem wurden in ganz Mexiko etwa 1000 Teslas verkauft. Das hier ist im Moment noch der einzige Laden, den es in Mexiko gibt. Von diesen 1000 Teslas sind die meisten bisher das Modell 3, vielleicht wegen des Preises. Und zwar wird dort am meisten der Dual Motor und Performance verkauft. Das zweitmeistverkaufte Auto ist das Modell X. Das kann daran liegen, dass reiche Mexikaner am liebsten die ganz großen Autos haben. Oder sie sind halt große Familien. Und dann gibt es natürlich hier diese Geschwindigkeitsschwellen, die Speedbumps und Schlaglöcher, manchmal im Regen, bei einem insgesamt doch ganz guten Straßennetz. Aber manchmal gibt es böse Überraschungen. Also da ist das Model X vielleicht doch begehrt. Und das Model S ist das, was am wenigsten verkauft wird. Hier im Großraum Mexiko-Stadt, das sind immerhin ungefähr 27 Millionen Leute, die hier wohnen, gibt es nur 3 Supercharger. Einer ist im relativ neuen, luxuriösen Büro- und Wohnviertel Santa Fe. Einer ist in Cuernavaca, das ist etwa 1,5 Stunden, 2 Stunden südlich von Mexico City auf dem Weg nach Acapulco. Und ein anderer ist an einer Ausfallstraße Richtung Norden von Mexico City. Im ganzen Land gibt es offenbar 17 Supercharger. Wie mir hier einer der Mitarbeiter gesagt hat, voller Stolz, kann man also von Veracruz an der Atlantikküste bis nach Texas oder von Puebla bis in die USA fahren mit einem Tesla, nur mit den Superchargern, die vorhanden sind. Und eben auch Mexiko, Acapulco und zurück geht eben auch. Fraglich ist natürlich, ob es sich generell lohnt, hier einen Tesla zu haben. Also ökologisch ist es vielleicht nicht so unbedingt, weil der Strom in Mexiko doch größtenteils auf schmutzige Art und Weise hergestellt wird, also indem Öl verbrannt wird. Windenergie ist praktisch nicht vorhanden. Es gibt ein wenig Hydroelektrik, die im Süden des Landes produziert wird. Und ansonsten gibt es noch 2 Atomkraftwerke. Also die Ökobilanz bei einem Tesla ist wohl nicht so gewaltig groß. Aber der Show-Effekt ist natürlich entsprechend groß und die Beliebtheit auch. Dieser Showroom, wie das hier genannt wird, befindet sich hier im Stadtteil Polanco. Das ist auch ein relativ elegantes Gebiet mit unendlich vielen Restaurants, schicken Geschäften. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass dieser Tesla-Shop direkt neben einem Apple-Shop liegt. Also 2 computerlastige Firmen haben hier ihre Verkaufsräume direkt nebeneinander.